Unsere letzte Etappe durch den Oman ist angestanden und auch hier haben uns nochmal spektakuläre Naturlandschaften und Einblick in das traditionelle Leben erwartet. Und dann sind wir in die weitläufige Hauptstadt Muscat gekommen, kurz bevor es weitergegangen ist, an einen ganz anderen Ort. Wir sind jetzt im Museum, wo wir noch ein bisschen mehr über die Geschichte dieser Taus erfahren und all die Verzierungen und verschiedene Schiffstypen. Und natürlich hat es auch eine Karte, die man sieht, wo man für ihn durchgesegelt ist. Wir sind jetzt ja hier in Sur und oftmals ist es zuerst nach Basra gegangen, also im Irak. Und dann von dort aus aber Richtung Osten, Mumbai, Goa bis auf Sri Lanka runter. Und natürlich dann auch im Westen, also Jemen ist sicher wichtig, Aden, dann Ostafrika, Djibouti, Somalia, Mogadischu und dann aber bis auf Sansibar natürlich. Ja, und spannend ist ja, dass man in Sansibar eigentlich auch noch viel von diesen Einflüssen sieht von der omanischen Kultur und Seefahrer. Wir sind hier vor der letzten Tau Factory, die es noch gibt. Natürlich haben Bestellungen von anderen Ländern für traditionelle Taus in den letzten Jahrzehnten abgenommen. Und das ist wirklich der letzte Ort, wo die noch hergestellt werden. Aber wie ihr hört, ist jetzt gerade das grosse Mittagsgebet am Freitag. Genau, das heisst Wochenende, der heiligste Moment, wo man in die Moschee muss. Ja, mal schauen, wer da noch am Arbeiten ist. Schauen wir, ob wir etwas sehen können hier drinnen. Das Verrückte ist, dass man da die Schiffe da ohne Plan baut, sondern einfach aus Erfahrung und Augenmaß. Das ist irgendwie fast unglaublich. هيداك اليوم كان بدي اكتب غنية للجمهور بركي بصير البوب ستار الحدن المشهور. Wir sind etwas am Feiern und zwar sind wir heute genau 500 Tage auf unserer Reise unterwegs. Yes. Und ja. Und im Moment sind wir gerade in Sur und haben hier ein wunderbares Essen vor uns. Türkisches Brot, verschiedenste arabische Vorspeisen und Fattoush, ein arabischer Salat. Und eine absolute Ausnahme im Oman, ein Restaurant, wo man schön draussen hocken mit Meersicht. Das ist so toll. هيداك اليوم كان بدي اكتب غنية للجمهور بركي بصير البوب ستار الحدن المشهور قلت بكتب غنية عن شاب فقير كتير انغرم بوحدة غنية جاهو ماله أساطير طلع الموضوع كليشيه ومحكي عنه كتير والقصة Dieser wunderschönen Küste entlang geht es für uns Richtung Muscat. Das ist von hier noch etwa... Ja, es sind um die 150 Kilometer. Auf dem direkten Weg werden wir aber sicher noch ein paar kleine Abstecher machen, um Sachen anzuschauen. Ja, aber in 5 Tagen sollten wir in Muscat sein, ja. Wir gehen auf Muscat, weil wir einen Flug gebucht haben, um zurück in die Schweiz zu gehen für 7 Wochen, also einen Heimatbesuch machen, bevor wir unsere Reise fortsetzen. Weil wir haben Familie und Freunde seit 1,5 Jahren nicht mehr gesehen. الموضوع كليشيه ومحكي عنه كتير والقصة هيئة معروفة وما بتهم الجماهير طلع الموضوع كليشيه ومحكي عنه كتير والقصة هيئة معروفة وما بتهم الجماهير قلت بعمل لحن جديد أفكاره غربية هيك بيضرب على الأكيد
مع كم عربة شرقية باخد شي جملة تركية وبركب لها كلام بسرقلها البنية التحتية بتطلع تركيبة تمام طلعت ألحان كليشيه الأغاني سوق شوي من هون وشوي من هون يمشي فيها مسموع Wir sind nicht ganz sicher, aber das da vorne sieht irgendwie aus wie ein Kugelfisch. Mega schräges Ding. Dann hat es ganz viel am Strand gehabt. Aber tot. Ja, eigentlich irgendwie noch lebendig. Aber ich weiss nicht, was man da machen soll. Zurück ins Wasser. لبنان كليشيه ومحكي عنه كتير قد منه محكي عنه قريبا لحظتي طلع لبنان كليشيه ومحكي عنه كتير قد منه محكي عنه قريبا لحظتي Ihr seht, wir haben wieder mal unsere sexy Kindsandalen an. Das heisst... Wir sind am Wandern. Ja, wir haben uns ein bisschen einen Pausentag eingelegt, nachdem wir die Nachrichten von den Einschränkungen in der Schweiz gehört haben. Und gefunden, wir wollen jetzt einfach ein bisschen den Kopf lüften und ein bisschen die Natur geniessen. Und dann jetzt hier ins Wadi Schab hinterher laufen. Genau, das ist eine Wanderung von 45 Minuten und nachher geht es nur noch schwimmend weiter. Eines der beliebtesten Unternehmungen hier im Oman, aber jetzt momentan sind wir glaube ich, noch die Einzigen, darum auch sehr, sehr schön so früh am Morgen. Aber ein paar Esel hat schon, die haben uns da schon begrüßt. Aber jetzt sind sie ruhig. Ja, jetzt soll ich nichts sagen, der Vorführeffekt, gell? Hoi! Hoi! My tired feet, my tired feet, my tired feet, oh my tired feet, my tired feet brought me to that red boat, so still in foreign water. Wir sind hier mitten in diesen Plantagen und da zwischendrin sieht man auch wieder die Falaise, die Wasserversorgungskanäle. Und wie immer im Oman, wenn das einer der beliebtesten Ausflüge ist bei den Gästen, so wirkt das nicht wirklich sehr touristisch, wie ihr sehen könnt. I know that here I've swam before. Oh, here I've swam before. And soon I came. Oh, so soon I came. Soon I came. Oh, so soon I came. Soon I came to the silent place of choir voices. Und jetzt geht es nur noch schwimmend weiter. Darum haben wir uns jetzt Backkleider angezogen und jetzt geht es ins Wasser. Ja, dann dort vorne ist der Wanderweg fertig und man muss hier durchs Pool weiter schwimmen zu einer Höhle und dann geht es zu irgendeinem Wasserfall hinter der Höhle. Das klingt recht abenteuerlich, aber ja, schauen wir uns das mal an. In Chelsea, Deo, where Jesus, he keeps the street out. Jesus, he keeps the heat out. Jesus, he keeps the noise out. And here, oh, here I've sung before. Oh, here I've sung before. I know that. Here I've sung before. Here I've sat, I've run, I've walked, I've cried, I've died. Oh, I've slept until noon and I've laughed and I've sighed. I know that here I've sung before. Oh, here I've sung before. I know that here I've sung before.
Die Kiste hier ist ein Traum für zum Wildcampen. Schaut es an. Ich meine, wir haben die Qual der Wahl. Wir haben hier einen schönen Platz. Unten den Traumstrand. Dort könnte man hin. Oder auf der anderen Seite sieht es auch wunderschön aus. Und das ist eigentlich noch der weniger schöne Teil von dieser Küste, weil etwa 10 Kilometer in diese Richtung hast du einen traumhaften Sandstrand. Weisse. Mit Dünen. Von überall kannst du zelten. Ja, Traum. Ja, nachdem wir die Qual von der Wahl hatten, haben wir uns doch noch entschieden für einen Campingplatz. Und das ist der Gewinner. Genau. Die Strasse ist dort hinten, aber das ist nicht die Hauptstrasse, also wenig Verkehr. Und das Beste, wir sind... Ja, Zugang zu unserem Privatstrand. Ja, ohne Sand und mit Wellen, aber egal. Schaut euch das an. Und ja, das sind tatsächlich Wolken. Die ersten Wolken, seit wir Tiflis verloren haben, am 10. November, also in den letzten 5 Wochen. Wir haben völlig vergessen, den Wetterbericht jemals anzuschauen, seit wir im Moment sind, weil es immer schön war. Aber es kommt, glaube ich, nicht regnen. Sieht gut aus. لقيت مزاري قال لي قطولي وتمرمت كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي فوق قبره كاين اللي شاب في صغره كرهنا مال الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي فوق قبره كاين اللي شاب في صغره تلفنا لوقات كتلاقى الحق مع الباطل ماشك في الخطوة الباطل خلاص لقى الحل باش يحكم غدوة باين راك عيان قالو حفيت من المشيان وزادلو بغري ليك نعملو كي سرج الحصان. Gestern Abend waren wir recht spät auf der Suche nach dem Campplatz. Es war schon dunkel. Und das, was wir gefunden haben, ist gerade hinter dem ausgetrockneten Wadi da. Und zwar mitten in stacheligen Büschen. Das sind die Büsche, die Dromedar und Ziegen gerne fressen, aber es sind überall Dornen dran. Und unser Zelt mitten drin, damit wir ein bisschen versteckt sind. So, da haben wir geschlafen. يبكي على زهره كاين اللي حيبكي فوق قبره كاين اللي شاب في صغره كرهنا بهاد الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي فوق قبره كاين اللي شاب في صغره تلفنا لوقات. Ja, nachdem wir schon mal 16 Kilometer gemacht haben, haben wir jetzt definitiv Hunger bekommen und haben uns jetzt zum Morgen gegönnt. Und heute gibt es etwas Spezielles. Wir haben einen Coffeeshop gefunden, der Pakora hat, indische und Paratha. Und dann gibt es noch ein Dessert, Joghurt, Milch, Bananen. Mhm. Genau. Also mal etwas Spezielles. Mhm. Jetzt geht es hier hinten über einen Hügel und dann ein Tal drauf. Richtung Meer. Also ein zotteriges Ding heute Abend auf dem Grill, das wäre schon noch fein. كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي فوق قبره كاين اللي شاب في صغره كرهنا بهاد
الحياة. كاين اللي يبكي على زهره، كاين اللي حيبكي في قبره، كاين اللي شاف في صغره تلفنا لوقات. ياك الحق ما شك في قواله وطلع فوق ظهره، كامل الناس اصبح حاله وبداو يهدروا. كاين اللي يبكي على زهره، كاين اللي حيبكي في قبره، كاين اللي شاف في صغره كرهنا مهاد الحياة. كاين اللي يبكي على زهره، كاين اللي حيبكي في قبره، كاين اللي شاف في صغره تلفنا لوقات. Wir haben uns heute durch das Wadi gekämpft auf dieser wunderschönen Offroad-Piste, damit wir den letzten Abend vor der Hauptstadt Muscat noch am Meer verbringen. Genau. Und nachher geht es dann ja für ein paar Wochen in die Schweiz, in die Kälte, wo wir nicht werden zelten. Ja. Heute ist Dienstagabend und am Freitagabend fliegen wir. Genau. Und die restliche Zeit verbringen wir in der Hauptstadt Muscat und dann Sachen organisieren. Da haben wir noch gemeint, wir verbringen den letzten grusame Nacht am Strand und geniessen das Meer nochmal einmal. Aber so war es nicht. Denn mitten in der Nacht, wir haben schon tief und fest geschlafen, sind wir durch Stimmen und Motorengeräusche geweckt worden. Ja, man sieht leider nichts auf der Kamera, aber hier 20 Meter von uns weg, von unserem Zeltplatz, ist da die ganze Nacht irgendein so ein Wagenburg gestanden. Also ein paar Autos und ein Wohnwagen. Und die haben die ganze Nacht Party gehabt. Wir sind in Muscat und zwar sind wir jetzt gerade in Mutra im alten Teil, wo da hinten ist, wo die grossen Kreuzfahrtschiffe angelegt haben. Ja, mega gemütlich gewesen, so entspannt in der Hauptstadt zu fahren. Hat leider viel auf und ab bedeutet und wir haben recht schlecht geschlafen und sind jetzt wirklich bereit für ein richtig deftiges Morgen und Kaffee. صوت الفجر يغطي عالنم والتوقيع اهرب جري مش هتلاقي للدنيا بديل. Wir erreichen die omanische Hauptstadt Muscat mit ihren 600'000 Einwohnern. Und auch da zeigt sich der Oman alles andere als von einer urbanen, lebhaften Seite. Es geht weiterhin sehr gemütlich zu und her und alles ist sehr sauber und rausgeputzt. Die Stadt Muscat ist sehr weitläufig. Man braucht oft das Auto, um von A nach B zu kommen. Insgesamt gleicht die ganze Stadt einem Gewirr aus historisch zusammengewachsenen Dörfern und ein paar neuen Wohn- und Geschäftsvierteln. Sicher eine der interessantesten Ecken ist Mutra, das ist die Altstadt mit dem Bazar. Because about 10, 11 days I came to Oman. Only? I leave Dubai You just came and here I 10 left. days ago. I want here working. Okay. Because to relax. It's better here? You like it Of better? course. Omanian people is very nice. Yes. It's, Yeah. what True. I say is friendly. Yes. Yeah. How do you say it? Chetori? Chetori? Yeah, Chetori. How are you? Yes. Khobi. Oh, it's Good, good. yeah. Hobby? I have to learn some words in Farsi. Ja. Ich wünsche Ihnen eine schöne Nacht. Gleichfalls, ja. Danke. Ich liebe Swissland. Ja, wir Wenn sitzen du- hier
mitten im Zug und trinken Tee. Wir sind eingeladen worden zum Tee. Und nachher, Soccal Muscat. genau. Und nachher wird es wohl dann harte Verhandlungen geben über den Preis. Okay, wir haben ein omanisches Frühstück bestellt, ohne zu wissen, was das wirklich ist. Und, ja. Wir haben auch noch nicht reingeschaut, muss man auch sagen. Schauen wir mal. Okay. Nudeln und Ei. Reis. Klar. Samosas. Samosas. Dal. Ei mit Tomaten. Und was könnte das sein? Was denkst du? Pancakes? Nein. Kichererbsen. So Okay. spannend. Wir sind in Kurum Beach am Hauptstadtstrand von Muscat. Muscat selber erstreckt sich über 50 Kilometer, das heisst, die Stadt ist riesig. Hat ein paar Busverbindungen, aber sonst ist man halt vor allem wieder mal mit dem Auto unterwegs. Der erste Eindruck bis jetzt sehr sauber, sehr gekünstet. Alle Gebäude ein bisschen im gleichen architektonischen Stil und wahnsinnig entspannt. Ja, da ist Lisa versteckt unter dem Kleid. Ja, wir sind in der Sultan Qaboos Grand Moschee in Muscat. Die ist 2001 eröffnet worden und die wichtigste Moschee im Oman und eine der grössten Moscheen weltweit. Nur die in Abu Dhabi hat sie ein bisschen überboten. Und da sind wir jetzt gerade im Gebetssaal für die Frauen. Die Moschee bietet Platz bis zu 24'000 Gläubigen. Wahnsinn. Ich nehme auch nicht alle gleichzeitig, aber das muss man sich mal vorstellen, wie das an einem Freitagmittag da wird aussehen. Was für uns immer schwierig ist beim Reisen, ist die Themenwahl, wenn wir mit den Einheimischen reden. Wir versuchen, die Religion, Politik und gewisse Tabuthemen möglichst zu vermeiden. Ausser wir merken, jemand ist natürlich genau auf unserer Wellenlänge und wir können offen reden. Und jetzt sind wir gerade nach einem Moscheebesuch eingeladen worden, auf Kaffee und Datteln natürlich, traditionell, im islamischen Zentrum. Und das ist eigentlich eine super Sache, weil man Fragen zum Islam stellen kann, wo man vielleicht nicht so genau die Antworten weiss. Zum Beispiel, wieso Frauen separat von den Männern beten. Einfach alle Fragen stellen. Und das ist immer, finde ich, sehr interessant, dass es da Möglichkeit für einen Diskurs gibt. Genau. Was ein bisschen weniger schön war, ist, dass er dann Gegenfragen hatte zu unserer Religion, zu unserem Glauben. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig, dann wird es heikel, das Thema. Ja, und wieso Menschen Religion brauchen und wir ihm die Frage haben dann müssen beantworten. Und wir haben ja kein Zum Glück habe ich dort Lisa, die das unterrichtet hat und genau weiss, was man muss antworten muss, damit es akzeptiert wird. Ja, aber irgendwie fühlt es sich dann trotzdem nicht richtig an, weil es eigentlich nicht dem entspricht, was man selber wirklich glaubt. So nicht Ausgang. Wir suchen den Ausgang. Ja, ist immer so ein bisschen schwierig in so einem Moment, wirklich. Haben wir schon ein paar Heikle gehabt an der Reise. Wir haben einen richtig gut sortierten Fahrradladen gefunden. Der erste seit Monaten, vielleicht seit einem Jahr. Und zwar in Muscat, aussen Muscat Bikes. Und wir haben hier kostenlose Kartonschachteln bekommen für unsere Velos. Yay! So. Der Dario bestellt jetzt gerade ein Taxi, das Genau. genug gross ist. Ja, schauen wir mal. Ja, wir haben ein neues Lieblingsessen. Und zwar ist das ein Cheese Palak Dosa. Und es ist grandios. Also ein südindisches Gericht, das gefüllt ist mit Spinat und Käse und mit einer scharfen und einer milden Kokossauce kurz. Und ja, das ist so fein. Und das haben wir jetzt unbedingt als Abschluss, ein paar Stunden vor dem Abfliegen. Wir sind hier in Muscat am Flughafen und zum Glück sind wir da. Wir können borden. Irgendwie haben wir das Gefühl, wir sollten sie besser wissen und wir haben einen Profi bei uns da dabei, aber das letzte Was für ein Profi? Ein Reiseprofi. An mich? Ja. Was soll ich sagen? Aber irgendwie, ja, das letzte Mal haben wir fast den Flug verpasst, weil wir irgendwie überall lang gebraucht haben beim Borden. Und jetzt hätten wir fast nicht können borden, weil wir den PCR-Test fast nicht bekommen haben. Wir haben wirklich auf den letzten Drücker bekommen. Aber jetzt sind wir da, jetzt ist alles gut. Also wir haben das PCR-Resultat auf dem Weg am Flughafen abholen.
Und wie fühlt es sich so an, nach 1,5 Jahren heimzugehen? Sehr schräg. Also, ich habe mich gefreut, dass mega unsere Leute zu sehen. Aber es ist so völlig, also wir sind jetzt über 500 Tage unterwegs und es ist ein mega schräges Gefühl, dass wir in ein paar Stunden jetzt daheim werden sein. Wir haben 1,5 Jahre gebraucht, um hierher zu kommen und jetzt geht es innerhalb von ein paar Stunden heim. Und dort haben wir eine 7-wöchige Auszeit von unserer Reise genommen. Wir haben Weihnachten mit der Familie gefeiert und haben fast jeden Tag mit Freunden abgemacht. Ja, Besuch in der Schweiz heisst natürlich, wir mussten wieder mal in den Schnee gehen. Und zwar auf Bruni Alptal, auf Besuch von... Hallo zusammen! Ja, richtig erkannt. Das sind Nicole und der Benny, die wir in Georgien auf unserer Reise kennengelernt haben. Wir haben aber auch viel gearbeitet und darum wenig gefilmt. Ausser natürlich auf unserem 2-tägigen Ausflug in die Berge. Guten Morgen aus dem Wallis. Ich bin das erste Mal im Wallis. Irgendwie kenne ich die Schweiz gar nicht so gut. Und jetzt, wo wir die grosse Reise gemacht haben und jetzt den Heimaturlaub hier in der Schweiz verbringen. Haben es endlich geschafft, sie ins Wallis zu bringen? Ja! Ja. Nein, es ist total spannend, weil wir entdecken halt unser eigenes Land nochmal wie neu und sehen es mit anderen Augen. Ja, wir haben einfach so wie einen Aussenblick auf alles. Und wir merken, es gibt auch hier in der Schweiz wahnsinnig viel Schönes zum Entdecken. Und es ist wie so schön, das zu wissen und macht dann auch Freude, um dann irgendwann wieder mal retour zu kommen. Und heute machen wir etwas, was wir auch noch nie gemacht haben. Wir nehmen nämlich eine von den bekanntesten Zugstrecken der Schweiz, den Glacier Express, fahren wir einen Teil davon. Hier im Wallis vor 1,5 Jahren hat unsere Reise angefangen. Und dann ist es Anfang Februar schon wieder Zeit geworden. Nach einem letzten gemütlichen Abend mit Freunden in unserem Lieblingslokal, dem Royal, ist es voller Vorfreude zurück auf Dubai gegangen. Denn der Iran wartet auf uns. Und das Land zu bereisen, war einer der Hauptgründe, warum wir überhaupt auf die Reise gegangen sind.